Aktuell gibt es geradezu eine Kreditpanik. Banken berichten, dass sie von der Nachfrage nach Baukrediten geradezu überrannt werden. Noch nie war die Nachfrage nach Immobilienkrediten von Immobilienkäufern und Immobilienleuten so hoch wie jetzt, berichtet das Manager-Magazin in seinem aktuellen Artikel. Inflation und steigende Zinsen befeuern die Suche nach den eigenen vier Wänden in Deutschland. Sowohl die Landesbausparkassen als auch der Finanzierungsvermittler Interhyp berichten über eine stark gestiegene Nachfrage seit Jahresanfang. Offenbar in Teilen getrieben von der Sorge, Immobilien und Zinsen könnten noch teurer werden. Die Interessenten, die sich in den vergangenen Jahren einen Immobilienerwerb nur wegen der extrem niedrigen Zinsen leisten können, haben natürlich aktuell Angst, dass der Markt sich noch weiter verändert können und geben Gas auf der Suche nach ihrer Immobilie. Die bittere Wahrheit ist, dass es jetzt wohl nicht mehr für jeden Immobilienkredite gibt und dass viele Nachfrager bei den erhöhten Zinsen jetzt aus dem Markt ausscheiden. Die Frage, die wir uns aber stellen müssen: Was ist hier eigentlich genau passiert? Warum erhöhen eigentlich die Banken gerade ihre Zinsen? Und wie solltest du perfekt reagieren, damit du auf die aktuelle Situation gut vorbereitet bist? Seit Jahresbeginn sind ja wirklich die Bauzinsen gewaltig gestiegen. Wo wir am Jahresanfang noch bei 0,6, 0,7, 0,8 waren, je nach Bonität, sind wir jetzt so schon zwischen 2,5 und 3,1% angekommen. Die LBS Bayern vermeldet, dass sie in den ersten 4 Monaten 2022 70% mehr Darlehen vergeben haben. Bei der LBS West waren es 50%. Die Frage ist, warum steigen die Zinsen, obwohl ja eigentlich die EZB noch gar nicht an der Zinsschraube gedreht hat? Und hier habe ich ein wunderbares Bild, was das verdeutlicht, denn ich habe eine interessante Information gefunden, die ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Der Grund, den ich zuerst vermutet hatte, war, dass die extrem hohe Inflation von 7,9% der wahre Grund ist, warum die Banken eigeninitiativ auf die Idee gekommen sind, die Bauzinsen zu erhöhen. Da die EZB ja bisher gar nicht reagiert hat, war das der einzige Grund, den ich eigentlich gefunden hatte bis jetzt, warum im Prinzip die Bauzinsen immer weiter steigen. Meine Annahme war, dass die Banken einfach irgendwie anfangen mussten, die Inflation in ihre Kalkulation mit einzupreisen. Aber ich habe hier noch eine andere Information gefunden. Und zwar hat die BaFin im Zuge einer Allgemeinverfügung zum 1.2.2022 einen Systemrisikopuffer für Wohnimmobilien eingeführt. Also ich habe das in der Presse gar nicht gefunden und so wirklich gefunden und zum 1.4.2022 einen neuen sektoralen Systemrisikopuffer für ganz spezifische Wohnimmobilienkredite mit dem Ziel, diese abzusichern. Hier sollen die Banken 2% der Wohnimmobilienfinanzierung aus ihrem Eigenkapital zurücklegen. Und das hat dafür geführt, dass die Darlehen sich prinzipiell verteuert haben für die Bank und das hatte 1:1 Auswirkungen auf den Zinsverlauf. Und wenn du meine Grafik folgst, die ich ja die ganze Zeit einblende und du guckst dir mal genau die Entwicklung an, dann kannst du sehen, genau 15 Tage vor dem 1.2. haben die Banken die erste Richtlinie scheinbar oder Verfügung im Prinzip eingeführt und 15 Tage vor dem 1.4.2020 die zweite. Also, es ist hier kein wildes Marktgezocke, was viele vermutet haben, sondern der Staat hat hier ganz gezielt eingegriffen, um die Angst vor einer sogenannten Immobilienblase im Prinzip etwas zu drosseln und den Inflationsdruck rauszunehmen, natürlich auch mit dem Ziel, senkend auf das Mietniveau einzuwirken.
Die Frage ist natürlich, wie verhält man sich jetzt aktuell hinsichtlich dieser Entwicklung? Also erste Erkenntnis ist schon mal, es ist hier kein marktorientierte Zinsveränderung. Das heißt, wir müssen keine Angst haben, dass hier irgendetwas passiert, was die Regierung nicht kontrolliert oder nicht gezielt einstreut. Das heißt, es ist jetzt nicht keine marktorientierte Entwicklung, sondern es war eine Entwicklung durch den Eingriff des Staates, wie Zinsen bewusst angehoben worden sind. Auf der einen Seite, ja, sieht man die Macht des Staates. Auf der anderen Seite ist es aber auch ganz gut, man weiß, okay, es ist eigentlich alles kalkuliert angehoben worden und es ist nicht davon auszugehen, dass sich im Prinzip jetzt die Zinsen weiter erhöhen. Denn warum greift die BaFin ein? Also so meine persönliche Erklärung. Die greift deswegen ein, weil wahrscheinlich die EZB nicht vorhat, wie angenommen, jetzt im Juni die Zinsen vielleicht zu erhöhen oder nur ein ganz kleines bisschen zu erhöhen. Und man hat Angst, dass die Immobilienpreise weiter rasant steigen, denn auch der Neubausektor versagt. Und so hat im Prinzip der Staat hier regulierend eingegriffen, weil sie Angst haben, dass es vielleicht die EZB nicht macht. Denn da gibt es ja die Vermutung, weil die Staaten alle so hoch verschuldet ist, weil wir auf eine Rezession zusteuern, weil der Markt sich abkühlt, könnte eine Zinserhöhung auf EZB-Niveau weiter dafür sorgen, dass wir Richtung Rezession gehen. Und das wollte man scheinbar, oder hat der EZB aus deutscher Staatenseite nicht geglaubt, dass sie im Prinzip die Zinsen jetzt erhöhen. Also hat man selber sein eigenes Instrumentarium aktiviert, um diese rasante Entwicklung im Immobilienmarkt Einhalt zu gebieten. Das eine sieht man nochmal die Kraft des Staates, aber auf der anderen Seite, ja, beruhigt es, finde ich, auch ein bisschen, dass es nicht marktorientiert kommt und wir weitere Zinssteigerungen jetzt zu erwarten haben, sondern wenn überhaupt, wird es eine Zinssteigerung geben auf Seiten der EZB und dann kann natürlich auch wieder passieren, dass die BaFin wieder gegenlenkt, aber wir wissen, das ist scheinbar ein gesteuerter Zinssatz und kein marktorientierter Zinssatz. Das heißt, es ist aus meiner Warte jetzt nicht damit zu rechnen, dass die Zinsen jetzt ins Unermessliche steigen. Vielleicht erholen sie sich wieder auf 2,5 bis 3%, aber hier ist der Deckel drauf. Das heißt, eigentlich eine positive Ansage für uns Immobilieninvestoren. Zweiter Punkt, wenn du dir jetzt also eine neue Immobilie kaufen willst, also meine Empfehlung ist, da würde ich mich auch eher im Bestandsbereich jetzt mal umgucken, weil der Neubaubereich explodiert ja wirklich. Und ja, was ist Neubau? Nach 5, 6 Jahren ist auch Neubau wiederum Bestandsbau. Das heißt, nur wenige Jahre darfst du dich eigentlich über deine Neubauwohnung freuen. Dann ist sie genauso Bestand wie alle anderen Wohnungen. Aber sie ist natürlich wesentlich günstiger. Hier in Nürnberg toppen wir jetzt schon teilweise die 10.000 € Grenze im Neubaubereich. Das ist natürlich irrsinnig. Renditen gibt es da schon gar nicht mehr. Also wenn, empfehle ich an dieser Stelle auch nochmal, sich im Bestandssegment umzuschauen. Was habe ich noch geschrieben? Ja, aktuell lohnt sich natürlich ganz krass auch der Vergleich bei den Kreditkonditionen. Das heißt, wenn du jetzt gerade vor der Entscheidung bist, eine Immobilie zu kaufen, dann solltest du auf jeden Fall einen schönen, soliden Marktvergleich machen, bei mehreren Banken anfragen. In der BWL sagen wir immer mindestens 3 Angebote, um einfach zu gucken, wo stehst du hier. In jedem Fall solltest du die eigenen Einnahmen- und Ausgabesituation immer gut im Griff haben, weil die Bank bewertet ja nicht nur deine dingliche Bonität, also die Bonität deiner Immobilie, die du dir erwerben willst, sondern sie bewertet ja auch deine persönliche Bonität. Das heißt, nochmal mehr macht es Sinn, vielleicht auch einfach aus unserem Download-Bereich die kostenfreie Einnahmenüberschussrechnung runterzuladen. Unter dem Video findest du nochmal den Link und da kannst du nochmal gucken, was sind deine Einnahmen, was sind deine Ausgaben, aber auch mit dem Ziel, das Delta zu optimieren. Das Delta heißt mehr Einnahmen als Ausgaben, denn so höher deine Einnahmen, deine Ausgaben überschießen, umso besser ist natürlich deine persönliche Bonität, umso solider stehst du da. Auch empfehle ich bei Menschen, die jetzt einen Kredit aufnehmen, auf jeden Fall die Möglichkeit der Sondertilgung mit einzubauen, weil durch den Einbau der Sondertilgung hast du natürlich auch die Chance, wenn du in zukünftiger Marktbeobachtung das Gefühl hast, die Zinsen steigen weiter, durch Sondertilgung etwas dagegen zu arbeiten oder quasi gegen das Risiko der Anschlussfinanzierung. Denn wenn du jetzt natürlich immer 5% extra deinen Immobilienkredit tilgst, dann ist natürlich auch die auslaufende Kreditsumme hinterher kleiner und dann auch, wenn du einen Anschlusskredit brauchst mit eventuell dann höheren Zinsen, dann schlägt das gar nicht so ins Buche, weil du ja im Prinzip ein kleineres Kreditvolumen brauchst. Wenn du dich jetzt sehr hoch finanziert, hoch verschuldet hast einen niedrigen Eigenkapitaleinteil mit eingebaut,
aufgebaut, dann würde ich sagen, ist es jetzt noch wichtiger, hier dagegen zu arbeiten, weil stell dir vor, du hast mit 0,9, 0,6% finanzierst und machst die Anschlussfinanzierung mit 2,5%, da stehst du wo ganz anders da. Also auch gerade hier ganz wichtig, zu versuchen, Sondertilgungen zu machen, ins Sparen zu kommen und versuchen, Sondertilgungen zu machen, um das Risiko der Zinssteigerungen rauszunehmen. Und das empfehle ich natürlich auch den Leuten, die jetzt schon finanziert haben und schon einen Kredit am Laufen haben. Das mache ich genauso, gestehe ich ganz offen. Im Moment mache ich, obwohl es eigentlich inflationstechnisch keinen Sinn macht, weil in Zeiten der hohen Inflation werden natürlich auch unsere Kredite weginflationiert. Aber ich persönlich bin ein sehr risikoaverser Mensch. Das heißt, auch dieses Jahr habe ich einige Sondertilgungen gemacht, einfach um ein Risiko eines weiteren möglichen Zinsanstieges zu optimieren und meinen Cashflow auch für die Zukunft zu sichern. Denn ich möchte nicht bei einer Anschlussfinanzierung dann durch die höheren Zinsen einen Teil meines positiven Cashflows verlieren. Nee, auf keinen Fall. Ich möchte einen Teil meines positives Cashflow behalten, vielleicht sogar noch verbessern. Entsprechend macht es Sinn, mal darüber nachzudenken, bestimmte Mieten zu erhöhen. Es macht Sinn, über Sondertilgungen nachzudenken. Und ich nehme auch ein bisschen Druck raus, indem ich jetzt in Deutschland erstmal keine neueren Immobilien zurzeit kaufe oder wenn überhaupt mich nur auf die Schnäppchen fokussiere und gute Deals mache. Ich habe ja auch letztes Jahr einige Projekte vorgestellt, die ich realisiert habe, weil ich denke mir, so der eine oder andere, der jetzt vielleicht eine Anschlussfinanzierung macht, kommt eventuell unter Druck. Und ja, so wie ist es immer, einer verliert und so hat natürlich auch der andere Chance, durch einen neuen Markteintritt wieder zu gewinnen. Und deswegen ist es zurzeit auch extrem wichtig, sich gut beraten zu lassen, vielleicht sich gut auszubilden, wie man eigentlich gute Rendite-Immobilien findet, um dann zur rechten Zeit gut zuschlagen zu können. Ja, das also mal zum Thema, wie reagiere ich eigentlich auf den Zins? Muss ich jetzt Sorgen haben, dass die Zinsen explodieren? Ich persönlich glaube, wir müssen keine Sorgen haben, dass die Zinsen explodieren, denn sie sind nicht marktgesteuert, sondern sie sind regierungstechnisch genau auf diesem Niveau gebracht worden, wo die Regierung es hinhaben will. Und die Regierung muss natürlich auch den Markt im Fokus haben, im Sinne eines Soft Landings. Entsprechend ist vielleicht nochmal ein kleiner weiterer Zinsschritt von der EZB zu erwarten, aber vielleicht steuert die BaFin wieder dagegen. Das heißt, im Moment ist ein schöner Zeitpunkt, sein Immobilienportfolio nochmal zu optimieren, zu gucken, wo mache ich Sondertilgung, bin ich gut aufgestellt, vielleicht auch mal zu simulieren, was passiert denn mathematisch, wenn ich mit meinem Portfolio auf einmal 2% höhere Zinslast habe oder 1% höhere Zinslast habe und was muss ich heute tun, um dagegen zu steuern. Also das ist mein Rat an dieser Stelle aus Nürnberg. Am Sonntag geht es bei mir ab nach Dubai. Ich bin schon total gespannt, was denn da aktuell los ist und wie der Markt sich dort bewegt. Also nicht vergessen, dranbleiben, kein Video verpassen, diesen Kanal abonnieren, denn jetzt kommen heiße Informationen aus vielleicht dem nächsten Investitionsland Dubai. Beste Grüße, euer Flo.